Hallo zusammen, hi everyone, ich bin wieder zurück. Ihr habt vielleicht gemerkt, das waren noch Videos, die ich noch gehabt habe. Musste ja übers Wochenende meine Homepage machen, wurde ja leider gehackt, warum auch immer, ich weiß nicht, was die davon haben. Okay, hab's soweit neu geschafft. Jetzt bin ich wieder da und nahm das gleich mal zum Anlass. Ich habe von Bösner, und zwar Puring Medium, haben die neu ausgebracht. Habe ich meinen Prospekt gesehen, jetzt habe ich gedacht, ich hole mir das mal. Und das werde ich mit euch jetzt mal testen. Wir schauen mal, wie es funktioniert. Farben werde ich nehmen, dieses Patalo-Blau. Das ist Rot, weiß ich gar nicht, kann es nicht mehr lesen. Türkisgrün und Weiß werde ich noch dazu nehmen. Ich werde jetzt mit euch zusammen mal eine Farbe anmischen. Ich habe es noch nicht getestet, wisst ihr ja. Ich mache das immer mit euch. Punkt ist der, es steht nicht viel drauf, wie man es anmischen kann. Ich weiß nur, es trocknet glänzend ab oder soll glänzend abtrocknen. Dann steht nur dran, man kann es mit so viel Wasser mischen, wie man möchte. Jetzt weiß ich auch nicht. Okay, nimm vielleicht mal dieses Türkisgrün. Ich mische das jetzt einfach mal anders, weil jetzt nehme ich mal Farbe. Ich sage euch auch gleich warum. Weil dieses Medium auch wieder sehr dünnflüssig ist und man das wahrscheinlich als Zusatz dazugeben soll. Bösner hat ja schon mal ein Flutmedium rausgebracht, das war genauso dünn. Bin mal gespannt. Ich gebe jetzt mal hier etwas dazu. Ich möchte nicht wieder alles verbraten. Jetzt schauen wir mal. Weil ich denke mal, so viel Wasser brauchen wir gar nicht, weil es ja wieder so dünnflüssig ist. Wobei, schaut mal hier. Also doch, macht das Ganze dickflüssig. Ich gebe vielleicht noch ein bisschen von dem Medium dazu. Nur mal sicher zu gehen. Und den Rest füllen wir dann mit Wasser auf. Also Kostenpunkt liegt da bei 12 € für 750 Milliliter. Natürlich eine andere Preiskategorie wieder, wie mit diesem Vinylkleber. Aber schaut mal her, er macht die Farbe trotzdem dick, egal wie viel ich hier reinmache. Okay, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Wasser dazu. Erstmal langsam rantesten. Ja, okay. Also hier ist es recht dünnflüssig. Wenn ich es aber im Becher laufen lasse, kommt es mir doch etwas dicker vor. Also ich glaube nicht so viel Wasser dazu. Aber dann haben wir natürlich wenig Farbe. Das ist halt dieser Vorteil beim Vinylkleber, wenn man viel Vinylkleber hat. Und da seht ihr, das ist fast schon zu dünn. Aber es läuft trotzdem zähflüssig im Becher. Also es ist eine komische Konsistenz. Okay. Ja, ich glaube, man muss es ein Weilchen rühren, ein Weilchen stehen lassen. Dann denke ich, wird das. Okay.
Ich werde es jetzt mal so lassen. Natürlich nicht viel Farbe jetzt. Aber ich möchte auch nicht viel von meinen Farben verschwenden oder reinmachen. Gut. So. Ich werde jetzt die restlichen Farben noch anrühren. Da braucht ihr nicht zuschauen. Das dauert für euch zu lang. Und dann würde ich sagen, bin gleich zurück, wenn ich die Farben angemischt habe. Ja, bis gleich. Schon bin ich wieder zurück. Ich habe es jetzt wirklich mal 10 Minuten stehen lassen. Und man merkt es. Ist dann dickflüssiger geworden. Und es gibt einen schönen Fluss. Bei dem Rot bin ich mir nicht ganz sicher, das ist etwas zu dünn. Aber es läuft auch gut, aber ich muss mal schauen, wie es funktioniert. Okay. Gut, Vorteil ist natürlich, das Medium hält die Farbe nicht so arg auf, sondern es behält seinen Originalton. Und es trocknet, wie gesagt, glänzend. Okay. Ich habe hier eine Malplatte, so eine Testmalplatte, 30 auf 30 cm und rot gemacht. Tja. So, ich würde sagen, wir testen das gleich mal richtig. Ich werde mal 300er Silikon, also von der Viskosität, reinmachen. Und zwar mache ich einen Tropfen in Blau rein und mache auch noch einen Tropfen in Rot rein. Weil das ja so dünn ist, da bin ich mal gespannt. Ihr kennt es sicherlich ja von diesem Flutmedium von Schminke. Soll ja Risse oder kann Risse geben, wenn man es mit Silikon bearbeitet. Bin ich mal hier gespannt. Okay. Ich würde es jetzt einfach mal mit dem klassischen Flip Cup testen. Und dann schauen wir mal, was man hier sieht. Ja, doch, das Rot versinkt, weil es etwas dünner ist. Aber, ja doch, okay, alles gut. So. Check, check. Ist natürlich alles etwas dünnflüssiger, wie mit dem Vinylkleber. Ist klar, es sind auch andere Konsistenzen und anders angemischt. Machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Becher. Nur mal mit Weiß, Grün und Rot, dass wir nicht zu viel Dunkel haben. So. Jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Okay, vermisst schon ein bisschen die Farben. Und lassen das Ganze mal laufen. Und schauen wir mal, wie es kommt.
Ich glaube, ich bin der Meinung, es ist ein bisschen zu dünn angerührt, aber sieht fast so aus. Mache ich mal nochmal den Becher mit den Restfarben. Also mein Grün ist ganz verschluckt. Ein bisschen Spaß muss sein. Hm. Problem ist halt das, wenn ich es noch dicker anrühre, dann braucht man ja viel zu viel Farbe wieder. Und ihr wisst ja, die Farbe ist das teuerste. So. Okay. Ich werde mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen. Mal schauen, was passiert, auch mit den Zellen eventuell. Ob sich was bildet oder nicht. So, meine Lieben. Ehrlich gesagt habe ich die gleiche Befürchtung wie mit dem Medium von Liquitex. Also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, schön ist anders. Aber es zerläuft alles hier auch wieder. Ich weiß es nicht. Ich will nichts schlecht reden. Ich kann ja mal Bösen anfragen, wie die sich das vorgestellt haben im Anmischen, welches Mischverhältnis. Aber so funktioniert das nicht schön. Das mache ich mal. Ich frage Bösen an und dann frage ich nach. Pass auf, ich zeige es euch trotzdem mal von daheim, dass ihr es mal sehen könnt. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, meine Lieben, bin zurück. Ich zeige es euch mal kurz von daheim. Was soll ich sagen? Ihr seht, wie die Zellen hier verlaufen. Wie gesagt, ich bin ganz vorsichtig. Ich frage mal böse nach, wie es aussieht. Mit dem Mischverhältnis, wie die sich das vorstellen. Aber ja, ähnlich gesagt wie bei Liquitex. Liquitex funktioniert meiner Meinung nach auch nur, wenn man ein bisschen Flutrollen mit dazu mischt, aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache. Warum man da kein Medium rausbringen kann, wenn oder das nicht alleine funktioniert. Okay, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat's was gebracht. Wie gesagt, ich bin noch vorsichtig, ich frage mal nach.
Und dann werde ich das nochmal ausprobieren. Vielleicht haben die ein anderes Mischverhältnis vorgesehen. Und dann war es das von mir und ich bedanke mich auch nochmal bei meinen Unterstützer. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye.